Hallo. Hallo. Wir sind gerade von da runtergelaufen, von der Thai-Küche und sind jetzt bei Hai Chili, essen einfach weiter Sichuan essen und finden heraus, ob es hier den richtigen Sichuan-Geschmack gibt. Kommt mit rein. Und teste mit uns. Ja. Erst wollte ich immer nur zum Zhongxujiao laden und dann Zhongxujiao 可以做中辣。你的意思是这个辣可以调节吗？是吧？可以吗？哦，geht nicht. Achso, dann machen wir so wie es haben ist. wir schon festgemacht. Oh. Diese Tianschui-Nudel und genau, das ist alles für Tapas. Die Soße haben wir schon festgemacht jeden Tag. Ja, weil wir wollten gerne den knusprigen Tofu, aber mit 3 Chili oder Töla, also super scharf haben. Ich gebe euch diese Soße und gebe noch ein extra Chili-Pasta. Oh, danke schön. Also Zhongxujiao, Tianschui-Nudeln, knusprige Tofu und Bingfen. Ein Litchi für mich, bitte. Okay. Oh. Das ist Chili-Pasta für euch, falls das nicht scharf genug. Danke. Let's go. Alright. Okay. Tianschui-Nudeln, Wow, die sind so. die sind dick. Ja. Okay. Cool. Hau rein. Okay. Ja, Ich nehme ein bisschen mehr Soße. Also Chiliöl. Hier. Ja. Cheers. Okay. Cheers. Tianschui-Nudeln. Süß. Süß, ja. Wow. Besonders bei denen ist eigentlich, dass du die quasi in der Mitte nicht ganz durchkochst. Und dann kriegen die so eine chewy Texture. Sind die normalerweise so süß? Ist das normales Süß? Tianschui-Nudeln heißt ja, Ja. also Tian heißt Okay. süß, Shui ist Wasser. So steht so ein bisschen symbolisch für auch wieder dieses Sabbern oder auch weil sie in Wasser gekocht sind. Aber diese sind ein bisschen anders im Vergleich zu uns zum Beispiel. Genau, das ist Chiliöl, ist gemixt mit Sesamöl. Chengdu macht eigentlich immer so mit einer Sesampaste, dann wird die auch richtig cremig noch. Okay. Und das brückt das auch die Süßigkeit mit der Ja. Nüssigkeit. Aber die ein sind jetzt bisschen, nicht ja. so auf der scharfen Seite, ne? Nee, die sind nicht so scharf und Ja. ich bin ziemlich überrascht, wie süß die sind. Ich muss eure Nudeln auch Ja, die testen. sind schon richtig süß. Next one. Zhongxujiao. Ja, auch so. Ja. Ich bin jetzt hier der Hauptrührer, aber die braucht gar nicht so viel. Was ist denn hier gerade die Füllung? Schweinehackfleisch, das musst du alles essen. Darfst du mir jetzt nur zugucken? Stimmt. Ich kann trinken. Ich bin hier alleine. Zuschauer. Okay, dann versuche ich das zu beschreiben. Die Zhongxujiao und Tianschui, die haben eigentlich eine sehr ähnliche Soße. Oh, okay. Ja, also auch die süß. Tianschui-Soße ist noch ein bisschen komplexer. Okay. Aber das sieht auch aus Die ist auch süß. Ja. schärfer als das. Nee, das ist nur Optik. Okay. Wir sollten normalerweise 2 Chilis haben, aber ich habe fast Nein. nichts gemerkt in das erste. Weit vom Auge. Null im Mund. Also hier kann ich schon Ja. die Chilis sehen. Diese, Die kleinen. ist der Schwein lecker drin? Und so die Lampe. Ah nee, da ist so ganz kleine Gemüse mit drin. Ja, das Besondere eigentlich bei den Chengdu Dumplings ist so zum Beispiel, die Füllung ist im Gegensatz zu, ganz oft hast du ja so Mix irgendwie Garnelen und Schwein oder verschiedene Gemüse mit Pilzen und so. Und Chengdu-Füllung ist meistens immer nur ein einziger Art sozusagen, also entweder nur Schwein oder nur Rind. Und dann auch von der Würzung ist fast gar nicht gewürzt. Oh. Ja, und du kommst quasi nur In die übers Soße, Chiliöl, ja, okay. sodass du immer den Kontrast hast, so von draußen drinne. Und wichtig ist quasi auch noch die Haut, die du hier benutzt. Die kann eigentlich ein bisschen mehr auf der dickeren Seite sein. Es ist so schön präsentiert. Ja.
Musst du kaputt machen. Ja, aber wir folgen den Weg. Da das ja jetzt hier 3 Chili werden, ist es für dich. Ich guck mal zu. Achso, nicht viele Chilis. Okay, einen. Stimmt, wir haben da noch den Napf dann extra. Labula. Ist das scharf? Nein, der Tofu ist sehr schön knusprig. Sehr leicht. Sieht ein bisschen wie Brot aus. Ja. Ein leichter. Der ist quasi frittiert und dann Ja. abgetrocknet, oder wie? Na, wie macht man das? So, gehe einmal wieder. so durch. Guck mal, jetzt habe ich den rot eingefärbt. Muss ich jetzt Angst haben? Nein, überhaupt nicht. Oh, diese Chilis. Oh. Na doch, wenn du den ordentlich einmal da durchdrehst, Okay. also nicht nur so oben, genau, jetzt rum, noch eine Runde mit Chili. Merkst du was jetzt? Du bist immun. Ja, ein bisschen. Aber Popette ist einfach immun gegen Chilis. es kommt anders als bei Thai. Ja. Es kommt langsam. Es brennt mehr bei mir. Ist überhaupt nicht scharf. Aber der Kontrast mit dem Tofu ist eigentlich schön. Ich mag den. Was außen hart, Knusprig. innen weich. Ja. So. Ja. Ja. Ja, es brennt ein bisschen schon. Ja, ist gut. Ja. Also, kannst auf jeden Fall schärfer essen als ich. Aber das kann nicht sein. Ja? Mit deiner Reise durch China. Nur danach vielleicht. Also, wenn wir in Hunan angekommen sind, das wären bestimmt die lustigsten Videos. Schau mal gerne. Da Heute Abend. gibt es dann eine Person, die lacht und die andere ist nur am Weinen. Holla, holla, so scharf. Ich nehme das jetzt so zum Neutralisieren. Haben wir das schärfer jetzt? Ach, Ja. Ja, die haben das schärfer gemacht Ja. oder die haben das einfach. Nö, du hast jetzt Gebraucht. extra das hier in die Mitte gekriegt. Doch, doch, das hat sie jetzt schärfer gemacht und hier ist das Normale drin. Das ist gut scharf. Das ist gut bei diesen Chili-Contests, wenn du merkst, dass es nur Schmerz wird, Ja. macht es keinen Spaß mehr. Aber das macht noch Spaß. Genau. Hat so bei uns keinen Spaß. Nee, doch. Bei euch immer, außer in diese Chili-Contests. Da war es anders spaßmäßig. Außer die 5 Minuten, wo es weh tat. Ja, Ja. ich hatte so viel Spaß, weil ich habe den Chili Bowl nicht aufgegessen und ich habe es zu meinem Freundekreis gebracht. Ja, das weiß ich. Dann haben die alle und haben voll gelitten. Und Ja. in meinem Kopf war nur, was macht ihr da gerade alle? Dieser Chili-Contest war so chaotisch. Ja, weil Ja. da war so diese inneren Und Chili-Contests. wir konnten ja überhaupt nicht uns um die Leute kümmern, die eigentlich gar kein Scharf essen. Ja, Und da jetzt gerade gekillt werden. nee, die sind alle so, Ja. die haben alle eine Hochtoleranz Ja, an scharfes Essen. Deswegen haben Na, wir ihr das. wart aber nicht die Einzigen, die dann geteilt okay. haben. Da war noch irgendwie einer mit seiner Frau, glaube ich. Und sie hat dann probiert und dann musste sie erstmal, hast du gleich gesehen, puff, Kopf sofort rot. Ja. Ich weiß nicht, was das perfekte Weg war, das zu machen. Weil manche haben erstmal gegessen und dann dieses 4 Carolina Reaper Chiliöl nachgemacht. Aber die Carolina Reaper braucht ja so eine Minute, bis die so reinhaut, ne? Ja, aber ich habe das alles sofort reingemischt. Deswegen heißt dein Zeitfenster ist 1 Minute. Gosh. Ja, du hättest erstmal ohne testen Ja. sein. Und dann das langsam reinschummeln oder beim Nachbarn draufkippen, wenn er nicht guckt oder so. Und am Ende so einen Shot machen. So, das leere Glas. So. Oh Easy. mein Gott. Easy Chili Contest. Ja, vielleicht ist das der Lösung.
Ich weiß nicht, ob es eine Strategie gibt. Nicht sterben, würde ich sagen, ist die Strategie. Wir haben diese Erfahrung einfach, dass bei dem Level ist es so, wenn es zu hart ist, dann hörst du automatisch auf. Das ist immer ganz gut bei uns. Wir hatten nur einmal einen, deswegen haben wir 2 Runden eingeführt, weil wir nicht wollten, dass die Leute durch die erste Runde so Highspeed durchballern. Ja. Weil da hatten wir einmal einen Contest und da hat hinten am letzten, da hatten wir noch so seitlich, die saßen hintereinander und nicht so im U. Und dann hat hinten einer angefangen und dann hat sich das so innerhalb von 2-3 Sekunden hat sich das rumgesprochen so, da gibt jetzt einer Gas und der geht hier zum Gewinnen und dann haben da fast alle mitgemacht. Wow. Und dann hatten wir einen dabei, der hat dann richtig angefangen zu zittern. Für locker eine Minute oder so. Oh und ich mein dachte, Gott. okay, wir müssen jetzt schließen. Shit. Der stirbt Ja. uns jetzt so. Wir brauchen so einen Rettungswagen, die ist so Standby. Aber meine Mutter ist ja Ärztin, die war auch da. Die wollte zwar keine Verantwortung übernehmen, aber die meinte dann, die ist dann hingegangen, dickflüssige, milchhaltige Getränk. Das musste er dann trinken unter ärztlicher Aufsicht. Oh Mann. Und dann so nach 5 Minuten war er wieder okay. Aber das finde ich schön, dass er Aber das war so ein bisschen Verantwortung scary. nehmen. Ja. Bei diesem Chili Eating Contest war es so chaotisch. Da waren wirklich so eine Panik war. Ja. Aber da war niemanden da, die geholfen haben. Und die hatten nur dieses Oatly Milk, Hafermilch, die überhaupt nichts macht. Es ist etwas in der Milch von Kuhmilch, die hilft gegen die Schärfe. Ja. Aber das ist nicht im Hafermilch drin. Ja. Also das heißt, Ja, man braucht so was Dickes, Fettiges. ja. Also eigentlich Chiliöl 1 trinken oder so. Oh, das ist scharf jetzt. Also ich merke es. Jetzt merkst du es. Es ist auf jeden Fall viel schärfer als das letzte. Okay, also hier gibt es 3 Chili. Ja. Wenn ihr richtig fragt, dann kriegt ihr auch richtig scharf. Ja. Bei den Zhongxijiao, Tianshui, die waren gar nicht. Naja, die hatten 2 Chilis, aber waren. Ja. Nische Lauban. Ja. Hier, das Nische Sichuan da Haisha. 我是重庆的，然后另外一个老板是四川的，两个都是 Chongqing da. Ich war gerade neugierig, habe nachgefragt. Hinten in der Küche aus Sichuan und vorne aus Chongqing. Die Chefin. cool. 哎，但是你是重庆的，为什么这边不太辣？因为不是每一个人的接受程度都跟你一样的，是吧？我们要面对所有的食客做餐饮。但重庆好辣。对，很辣。但是我这么做了，我就没有办法做生意了呀。Ja, okay. Ehrlich gesagt. Ja. Also bei dir ist nicht scharf, also gar nicht scharf für mich selbst auch, aber für manche, sogar bei ein Chili, Ja, das ist mir zu scharf und sie macht weinen. keinen Spaß mehr. Und Ja. dann, okay, dann muss man halt. Natürlich bei dir, diese Tofu-Soße haben wir auch extrem scharf gemacht. Ja. Normalerweise das Ja, ist auch bei nicht denen so hat man scharf. ein bisschen gemerkt. Immer Ja, scharf gemacht. ja. Und bei anderen, das muss man. Deswegen habe ich auch euch. Aber den Chili. du schreibst zum Beispiel Menü, schreibst du 2 Chili, aber weil wir das haben ist gar so- nichts gemerkt. Weil das muss mit den anderen. Und das Ja. jetzt nicht auch bei Tianjin, nicht nur um Also Chili. muss man extra sagen, wenn man schärfer bei dir haben will. Ja, natürlich. Ja. Und auch bei Kriegen wir hin. Tianjin, das geht es auch nicht nur um diese Chiliöl, sondern Ja. es gibt eine Tianjin-Soße, Ja. das auch mit Erdnüsse, oder diese Erdnusssoße und der Sesampasta Ja. zusammen haben wir gemacht. Aber macht ihr Sesamöl oder Pasta? Pasta. Okay. Pasta und Öl zusammen, weil Ja. das ist 芝麻酱，如果卸掉它，就用芝麻油来卸芝麻酱，然后你再来调这个酱，就是这个酱是不是说很单一的某个酱、某个酱、某个酱，也不是单一的，就是红油，它是一个复合的味道。 Ja. That's it. Dankeschön. Weil war nur mal neugierig, wenn sie aus Chongqing ist, warum ist dann sozusagen nicht scharf und sie erklärt, ist schlecht fürs Geschäft. Ja, wir kennen das ja auch. Ja. Es gibt Leute, bei denen ist Pfeffer ist der absolute Killer.
Ja. Sehr süß. Das ist Bingfen. Ist auch schwierig zu essen. Bingfen. Kriegst du so Wackelpudding? Nee, also Aber aus was ist der Gelee. Wackelpudding? Aus Erbsenstärke und dann so auf hell gemacht. Dann kommt dazu brauner Zucker. Ja, und Chengdu hat halt so ganz viele Variationen mit Nüssen, mit Wassermelone drin, andere Obst noch drin, mit irgendwelchen Süßigkeiten vollgeknallt. Dann hast du ja jedes Mal, wenn du reinbeißt, du hast halt das Weiche von dem Pudding, ja, dann den braunen Zucker so als Basis und dann die ganzen anderen Sachen, Nüsse auch noch, ja. Ich kann mich vorstellen, dass mit so Kokosmilch, Kokoscreme oder so wäre es auch lecker. Oder ist das Die nicht Variante so? kenne ich noch Okay. nicht. Nice. Obwohl unserer, den braunen Zucker nicht so, diesen Geschmack. Weil jetzt hier ist ein bisschen dünner und Chengdu ist schon richtig intensiv. So. Okay. Und Ist das auch, mag ist er nicht? viel süßer. So. Okay. Weil Ja, das zu es schmeckt süß ist. dann so ein bisschen so wie, kennst du diese Hustenmedizin? Wenn die Kiddies Husten haben, so diese dickflüssige. Ja. Ja. Die so, Und die schmeckt fast genauso. ja. Ja, wahrscheinlich ist so eine Erinnerung immer dann da dran, wenn ich krank bin, da ging es mir nicht so gut. Ja. Bingfen的粉是什么粉？冰粉是一种植物的根茎，但是我们这里就是冰粉粉，我没有办法像国内那种没有手柄的，我没有办法。 Sie fragt, dieses sieht ja wie Gelatine aus, so ein bisschen, ne? Und dann Gelatine wird ja immer aus tierischen Produkten gemacht. Ja, und dann Also es ist gibt die auch Frage, Agar- wie ist das vegan Es gibt sozusagen? andere, Ja. die nicht aus. Nee, ich war nur neugierig, weil also sobald etwas so Das war jetzt auch durchsichtig mein ist, Interesse, Ja. was finde ich eigentlich. interessant. Ich meine, das ist eigentlich Erbsenstärke Okay. irgendwie. Ja. Ist das Erbsen? Nicht Gelatin, das ist ganz pflanzlich, das ist so eine Sie ist nur vegan und ihr schreibt ja im Menü. Deswegen, wenn ihr noch dazu schreibt, zum Beispiel, was ist die Basis, weil ganz viele Leute, die nur vegan essen, sie denken, wenn sie dieses sehen, das ist wie Gelatine. Und wir wollen quasi auch fürs Video, wenn wir erzählen können, was ist drinne, dann verstehen das die Leute und dann ist es einfacher für die. Das ist auf jeden Fall pflanzlich, aber leider fehlt bei Google auch so eine Erklärung auf Deutsch. Jetzt gibt es schon eine Erklärung auf Englisch. Ja. So. Oh, okay. Oh, Chia Seed. Genau, das ist wie Kia. Okay, ja. Aber nicht Kia. Okay. Und das ist so dichter. Okay. Nachdem mit der Hand bearbeitet ist. Und, aber muss man dazu noch eine Ähnlich. spezielle Pulver Okay. hinzufügen, dann erst so fest wie Gelatin sein kann. Okay. Also das fand ich super spannend, dieses Crispy Tofu. Ja. Ich fand, es war nicht zu fettig, der Frittierung und Ja. so. Es war super. Komischerweise, ich mag bei uns diese Lalu-Tofu, das Frittierte. Ja. Aber diese trockene mit weich drinne, das ist nicht mein Ding bei Tofu. Okay. Entweder ganz weich oder anders. Diese Nudeln waren ein bisschen zu süß für mich, aber Ja, die heißen ja Tianchen. ja, ich glaube, ich bin nur nicht dran gewöhnt. Ja, war süß. Überraschung. Ja, war Überraschung, ja. Aber ich bin neugierig, das mehr zu essen und das ein bisschen mehr kennenzulernen. Ja. Aber für dich war es nicht zu süß. Ja, ich glaube nur hier und bei Leo Restaurant gibt es Tianchen-Nudeln. Ja. Hast du nur 2 Optionen in Berlin. Super. Zhongxijiao. Ja. War okay, ne? Ein Skill von Lin ist quasi, sie hat diesen super Geschmack. Sie kann Sachen probieren und dann sie geht in die Küche und du kriegst dasselbe Essen wieder. Oh mein Gott. Wow. Und ich habe bis heute nicht verstanden, wie sie das macht. Sie wahrscheinlich auch nicht. Und deswegen, die Zhongxijiao bei uns schmecken so wie der Laden neben ihrer Arbeit. Okay. Früher in Chengdu. Und das war auch der Grund, warum wir so zusammengekommen sind. Weil ich musste immer von der Uni zur Arbeit und in der Mitte war Lin und der Zhongxijiao-Laden. Wow. Und erst wollte ich immer nur zum Zhongxijiao-Laden und dann ich wollte immer nur Lin besuchen. Bingfen.
Genau, ganz schlichte Version. Einfach nur Bingfen mit braunen Zucker. Es gibt den auch im Asiamarkt aus der Tüte zu kaufen. Macht das nicht. Niemals. Der ist nicht lecker. Der schmeckt so super Chemie. Okay. Ja, macht keinen Spaß. Okay. Wir hatten den mal so als Freebie geschenkt bekommen und dann lag der bei uns. Aber hier in Berlin? Ja, Okay. von so einem Großhändler irgendwie. Ich habe hier noch eine Kiste oder so. Und dann haben wir den an alle Leute vergeben und als Feedback zurückgegeben. Nee, ganz schlimm. nein. Und dann den Rest, der lag bei uns über 2 Jahre einfach im Fach, weil wir wollten das auch nicht an andere Leute rausgeben, weil wir wollen immer, wir haben ja manchmal vorne so Snacks so rumliegen Ja. und dann, wir probieren die auch selbst und wenn die nicht lecker sind, dann geben wir die auch nicht raus. Ich mag aber so die Chendu-Variante, die dann halt noch mit den Früchten kommt und Ja, das kann ich alles mir gut drum. vorstellen, dass das gut passt. Die ist cooler, ja. Obwohl in Chengdu kann man auch manchmal so, wie sagt man, so Griff ins Klo oder so. Ja. Dann ist dann der Bingfen einfach nicht so gut gemacht. Ja. Ja. Deswegen, der ist schon gut. Ja, gut. Und jetzt wissen wir, aus was es kommt. Ja, und wir kennen die Pflanze. Ja. Und das war mega, der Lychee. Der Lychee-Saft. Vom Chili-Level war nicht scharf. Zhongxi Jiao Tianshi Nudeln und hier hatten wir extra für scharf uns, gefragt Ja. und hier haben wir auch extra scharfe Lieferung gekriegt. Diese war super. Ich mag es. Okay, sehr schön. Zum Weitergucken, da geht's zur Playlist, da geht's zum nächsten Video. Viel Spaß!